Hallo allerseits. Dies ist ein weiterer Teil von Autodoc Videotutorials zum Ersetzen von Autoteilen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Domlage auf Volkswagen Polo 4 selbst ersetzen können. Schauen Sie sich die Beschreibung unten für die Links zu unserem Webshop an, wo Sie die Ersatzteile kaufen können. Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Entfernen Sie die Vorderräder. Verwenden Sie eine Nuss Nummer 17 und einen Maulschlüssel Nummer 16, die Mutter abschrauben und die Stabilisatorverbindung vom Federbein entfernen. Lösen Sie die Verdrahtung. Verwenden Sie eine Nuss Nummer 10, lösen Sie die Verdrahtung und den Bremsschlauch aus der Halterung am Federbein. Verwenden Sie eine Nuss Nummer 18 und einen XZN Nummer M14. Schrauben Sie die Mutter ab und entfernen Sie die unteren Befestigungsbolzen des Stoßdämpfers. Ziehen Sie den Achsschenkel vom Dämpferbein ab. Öffnen Sie die Haube. Verwenden Sie eine Nuss Nummer 13, lösen Sie die obere Befestigung der Federbeinbefestigung. Entfernen Sie das Federbein.
Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um die Feder zu komprimieren. Verwenden Sie einen Kombischlüssel Nummer 21 und einem Sechskantschraubenschlüssel Nummer 6. Entfernen Sie die Befestigung der Stoßdämpferkolbenstange. Entfernen Sie das obere Federbein. Installieren Sie eine neue Federbeinlage. Verwenden Sie einen Kombischlüssel Nummer 21 und einem Sechskantschraubenschlüssel Nummer 6. Schrauben Sie die untere Befestigung der Federbeinkolbenstange an. Platzieren Sie den Stoßdämpfer auf dem Radlauf und sichern Sie ihn. Verwenden Sie eine Nuss Nummer 13. Ziehen Sie das obere Befestigungselement der Stoßdämpferstrebe an. Schließen Sie die Haube. Stützen Sie den unteren Querlenker mit einem Wagenheber ab. Verwenden Sie eine Nuss Nummer 18 und einen XZN Nummer M14. Ziehen Sie die Mutter an, die den Stoßdämpfer mit dem Achsschenkel befestigt. Verwenden Sie eine Nuss Nummer 10. Verbinden Sie die Verkabelung und den Bremsschlauch an der Halterung des Federbeins.
Verwenden Sie eine Nuss Nummer 17 und einen Maulschlüssel Nummer 16. Befestigen Sie die Stabilisatorverbindung am Federbein. Bringen Sie das Rad an. Danke, dass Sie unser Tutorial angesehen haben. Abonnieren Sie den Autodoc-Kanal und verpassen Sie keine neuen Videos. Wenn Ihnen dieses hier gefallen hat, drücken Sie den Like-Button und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden. Einen schönen Tag noch.